Paul Klinzing, unser Reporter, ist vor Ort für uns in Aschaffenburg. Und natürlich berichtest du auch den ganzen Tag weiterhin über die Anteilnahme, unter anderem in Aschaffenburg, auch über den Gottesdienst, den es geben wird. Wie groß ist denn die Anteilnahme insgesamt bei den Menschen in Aschaffenburg nach dieser Tat? Ja, ich begleite die Situation hier ja schon seit einigen Tagen und ich muss sagen, da war von emotionalen Momenten bis hin zu fragwürdigen Aktionen hier eigentlich alles mit dabei. Aber fangen wir vielleicht mit dem gestrigen Tag noch mal an. Am Stadttheater haben sich dort nämlich 3000 Menschen versammelt unter dem Motto Aschaffenburg ist bunt. Der Oberbürgermeister der Stadt hier hat sich dann auch vor das Mikrofon ist er davor getreten und hat noch mal erwähnt, dass er hofft, dass diese Tat nicht weiter politisch instrumentalisiert wird und vor allem, dass nicht noch mehr Hass und Hetze im Land und in der Stadt entsteht. Gleichzeitig hat er aber auch erwähnt, was andere Parteien hier versuchen durchzusetzen. Unter anderem war eine Gegendemonstration hier im Park geplant, nämlich vom Dritten Weg. Kleine Einordnung, Dritter Weg ist eine Kleinstpartei in Deutschland, aber vor allem rechtsextrem. Und die hatten laut dem Oberbürgermeister vor, blutverschmierte Puppen am Tatort abzulegen. Die Stadt hat natürlich dagegen geklagt und in erster Instanz gewonnen. Vielleicht noch ganz kurz zu dem heutigen Tag. Ich will das einmal hier kurz zeigen. Die Kränze sind schon vorbereitet. Du hast es auch schon angesprochen, Ministerpräsident Markus Söder wird vorbeikommen, aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser wollen diese beiden Kränze dann hier auch offiziell niederlegen. Und dann wird es natürlich auch spannend, wie die beiden Parteien dann auch aufeinandertreffen, denn in den letzten Tagen haben sie sich immer gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und dann wird es natürlich interessant, wie sie sich jetzt der Öffentlichkeit präsentieren. Und um 10:30 Uhr findet dann der angesprochene von dir stattfindende Gottesdienst dann auch hier in der Stadt statt. Paul Klinzing, ganz herzlichen Dank dir nach Aschaffenburg für den Moment.